Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Im heutigen Video geht es weiter mit den Baby Steps. Das sind die Schritte, die wir brauchen, um uns Routinen anzueignen, auf dem Weg zu einem ordentlicheren Menschen zu werden. Daher geht es im heutigen Video um den 4. Baby Step. Solltest du neu sein auf meinem Kanal, hinterlasse mir gerne ein Abo. Ich bedanke mich und wünsche dir erstmal viel Spaß beim Zuschauen. Gehen wir jetzt einmal nochmal durch, welche Babyschritte wir jetzt schon angenommen haben. Wir haben jetzt angefangen, abends immer die Küchenspüle sauber zu machen bzw. trocken zu polieren. Und morgens haben wir begonnen, in unsere Routine aufzunehmen, dass wir uns erstmal frisch machen von Kopf bis Fuß und das Zwischenswipe im Badezimmer vollnehmen. Wir nehmen also ab jetzt an den 4. Punkt, das Bettenmachen, hinzu zu unserer Morgenroutine. Wie ich das persönlich handhabe, ist, dass ich morgens aufstehe, ich reiße die Fenster auf, gehe ins Badezimmer, mache mich frisch, mache dann direkt auch die 2 Minuten Zwischenswipe, gehe zurück ins Schlafzimmer und mache dann die Betten und schließe die Fenster. Diese Abfolge hat sich bei mir bewährt. Du solltest dir deine Abfolge so legen, wie es für dich am einfachsten ist, aber dann auch kontinuierlich und konsequent bei dieser Abfolge bleiben, weil wenn du die Abfolgen veränderst, machst du es dir schwieriger, diese Routinen zu verinnerlichen. Das Bettenmachen hat wirklich einen sehr interessanten psychischen Effekt. Ihr könnt ja einfach mal spaßeshalber googeln, da werdet ihr auf viele Ergebnisse stoßen. Aber was ich jetzt auch wirklich so bestätigen kann von meiner Wahrnehmung her, ist, dass du erstmal, wenn du die Betten gemacht hast, direkt das erste Erfolgserlebnis für den Tag hast. Bei mir dauert das Bettenmachen 2 Minuten und das, obwohl wir ein großes Familienbett haben. Das heißt, es dauert nicht lange, aber es bringt ein sehr gutes Erfolgserlebnis mit sich, weil du machst 2 Minuten etwas und hast dann schon irgendwie 4 Quadratmeter in Ordnung gebracht. Das ganze Zimmer wirkt automatisch ordentlicher, wenn das Bett gemacht ist. Das heißt, das beeinflusst das Gesamtbild des Schlafzimmers, wenn du ein gemachtes Bett hast, und natürlich motiviert dich das auch, den ganzen Tag weiter dran zu bleiben. Du hast in den ersten Minuten am Morgen direkt schon 2 Hausarbeitspunkte abgearbeitet, das Zwischenswipe und das Bettenmachen. Das heißt, du hast direkt schon Erfolgserlebnis. Das motiviert dich auch in dem Tag weiter zu bleiben. Du warst nämlich bisher schon produktiv. Und das wird sich natürlich weiter positiv über den Tag auswirken. Das Bettenmachen gehört im Übrigen auch wirklich zu einem Punkt der Routinen, wo ich finde, dass man wirklich ein Glücksgefühl erleben kann. Also einmal bleibt das Bett viel länger frisch oder fühlt sich auf jeden Fall langfristig frisch an. Es ist auch schöner, nachts oder abends in ein gemachtes Bett einzusteigen. Es ist auch schöner, wenn man einfach ins Zimmer kommt und sieht, das Bett ist gemacht. Es befriedigt einen tatsächlich. Meine Bonustipps zum Thema Bettenmachen ist: Verzichte auf Schnickschnack. Wenn du schon Probleme hast mit Ordnung im Haushalt, solltest du auf Schnickschnack so gut es geht verzichten, und vor allem beim Bett. Also sowas wie Tagesdecken, Dekokissen, all das, was uns zusätzliche Arbeit macht, lassen wir beiseite, sondern es geht wirklich nur darum, dass wir einfach die Betten machen. Wenn du natürlich fortgeschritten bist oder allgemein kein Problem damit hast, die Betten zu machen morgens, dann kannst du natürlich auch gerne deine Dekokissen und deine Tagesdecke draufpacken. Wenn du aber allgemein Probleme hast mit Ordnung halten oder dem Betten machen, solltest du auf alles Mögliche verzichten im Bett, was halt zur Unordnung beiträgt. Das heißt, irgendwelche Kuscheltiere, Kissen, Dekokissen, Tagesdecken etc. alles weg, wirklich nur dein Kopfkissen und deine Bettdecke. Damit erleichterst du dir die Arbeit, vor allem geht es dann viel schneller und du kannst schneller in diese Routine einsteigen und diese verinnerlichen. Genau, das ist eigentlich auch schon mein zweiter Bonustipp. Je simpler du das hältst, desto einfacher und schneller geht natürlich die Arbeit. Und mein dritter Bonustipp, den ich dir gerne mitgeben würde, wäre: Stoppe einfach mal die Zeit, wie lange es dauert, wenn du dein Bett machst. Wenn du merkst, dass es nur 1 Minute dauert, 2 Minuten dauert oder 3 Minuten dauert, dann motiviert dich das vielleicht beim nächsten Mal direkt die Betten zu machen, weil du weißt, es ist schnell gemacht. Ich habe dir hier noch 2 Videos rausgesucht, die dir gefallen könnten. Weitere Baby-Steps werden auf jeden Fall folgen. Dafür kannst du auf jeden Fall die Glocke aktivieren und den Kanal abonnieren, damit du auch nichts verpasst. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.